egal aus welchem Land man kommt, egal wie lange man bei Dortmund ist, da muss man sich zerfleddern für das Spiel. Weißt du? Ganz herzlich. Im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zum Feiertagsmagazin. Das Derby steht auf dem Programm. Das Spiel der Spiele, das Spiel des Jahres. Und an so einem Tag brauche ich natürlich im Feiertagsmagazin einen ganz besonderen Gast. Und den haben wir heute. Ich freue mich riesig, ich freue mich bombastisch. Wotan Wilke Möhring ist da. Hallo Wotan, grüß dich. Hallo Nobby, hallo Stadion, du bist so leer. Stimmt, wo bist du? Ich bin in Köln zu Hause bei den Kindern und habe jetzt einen Großteil der Homeschooling hinter mir und genau, ist ja Wochenende und wir sind alle aufgeregt. Wie verbringst du die Tage im Moment? Ja, also wir sind ja mit unserer Gattung berufsmäßig leider nicht systemrelevant. Für mich das Unwort des Jahres, ne? Weil alle sind systemrelevant, die zur Erheiterung von Menschen beitragen. Aber es geht natürlich so ein bisschen weiter. Jetzt bin ich zu der Rolle von Fahrer, Koch und Geschichtenerzähler. Hier muss ich jetzt auch noch Lehrer spielen, weil meine 3 Kinder sind im Unterricht noch. Das geht dann nächste Woche auch wieder ein bisschen los. Ja, schwierige Zeit, aber keine Ahnung, muss es durch. Also ich habe das Privileg, ich habe 3 Kinder, die können miteinander spielen, die sind nicht einsam. Wir können rausfahren. Also irgendwie rückt man auch näher zusammen. Ich versuche das Beste rauszumachen. So. Homeschooling ist ja deine Geschichte, ne? Mega. Hast du nicht, habe ich bei Instagram gefunden. Genau, auf jeden Fall haben sie eine überragende Erziehung, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, genau. Du hast also, habe gerade gesehen, die Kinder werden so erzogen, dass sie keine andere Chance haben, als BVB-Fan zu werden, oder? Ja, also vor allem natürlich mein Sohn, also es ist natürlich klar, die sind in Köln geboren, alle. Köln ist auch okay, dürfte auch sein, auch ein super Familienverein mit erhöhter Gesangskultur, können sie auch machen. Aber letztendlich ist es Dortmund und mein Sohn ist wirklich immer hin und her gerissen, wenn Köln gegen Dortmund spielt und hat sich dann bei mir entschuldigt, dass es wieder mal in die Hose ging. Also ganz süß. Aber natürlich haben sie das jetzt mit der Muttermilch aufgesaugt, dass natürlich Dortmund. Wir waren ja auch immer da, ne? Gerade dieses Weihnachtssingen, was das letzte Mal ausgefallen ist, das war mein Highlight für die, das Weihnachtssingen. Aber ich weiß gar nicht, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben. Das ist schon eine Zeit her, ne? Ja. Genau, also zumindest unter so einem freudigen Anlass wie jetzt mal im Stadion zu sein. Ja. Ich habe schon gesagt, mit den Jungs fahre ich immer mit. Wir hatten Sevilla und so gefreut, endlich mal wieder ein bisschen ins Wärmere. Ein Kumpel von mir hat da eine Finca, da lege ich wahrscheinlich jetzt immer noch besoffen rum, aber er soll nicht sein, müssen wir nachholen, ne? Ja, das ist natürlich Mist, ja klar. Holen wir auch nach. Wie sieht es im Moment bei dir aus? Sind alle Projekte, die geplant waren, jetzt so ein bisschen nach hinten geschoben oder gibt es schon neue Projekte? Ja, genau. Also ich habe jetzt gerade, ich fange jetzt bald wieder einen Tatort an, aber tatsächlich ist es so, dass vieles, was zum Beispiel ins Kino hätte kommen können, wird dann als Stream oder ausgestrahlt, ne, weil keiner weiß, eben, wann die armen Kinos wieder aufmachen. Auch ein Unding übrigens, ne, weil keiner hat sich bisher im Kino angesteckt. Wie sehr fehlt dir als Vollblut-Schauspieler das Set, das Drehen? Also fehlt mir schon, aber letztlich habe ich mir auch immer gewünscht, mit den Kindern mal die Zeit anzuhalten. Weißt du, so die Zeit anzuhalten und das Wichtigste sind für mich auch die Lücken. Also so eine intensive Zeit, die einen auch eben positiv näher bringt, wie jetzt, die hätte ich mir immer gewünscht. Jetzt ist sie von außen gekommen, ohne dass ich was machen musste. Man kann sich das nicht aussuchen, deswegen, wie gesagt, ich nutze die Zeit und finde das auch irgendwie toll. Das ist auch eine geschenkte Zweisamkeit, also mit den Kindern, geschenkte Familienzeit. Aber letztlich brauchst du, wie du sagst, beides. Ne? Also du musst auch mal raus und die Arbeit machen. Es werden ja nicht Filme dann ohne dich gedreht, sondern die Filme werden verschoben. Das heißt, es wird sich irgendwann drängeln und so weiter. Da bin ich mal gespannt, wie sie das auflösen, weil eben auch die Fördersachen natürlich einen zeitlichen Druck haben. Das heißt, wir müssen auch bestimmte Dinge ändern, die zeitlich gebunden sind. Das kann nicht mehr sein, ne? Dass eine Förderung ausläuft, weil du nicht drehen kannst, nicht drehen darfst. Ja. Dann muss sie verhindert werden und so weiter und so weiter. Aber das wird schon wieder alles gut werden. Ja, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Ich freue mich auf jeden Fall schon wieder auf die nächsten Filme mit dir. Kommen wir ein bisschen zum Sportlichen. Wir wollen natürlich gleich über das Derby sprechen, weil du ja auch Derby-Spezialist bist. Wir wollen mal ein bisschen zurückschauen auf das Spiel vom vergangenen Mittwoch. Es ging nach Sevilla 3:2 gewonnen. Wie hat dir das gefallen, was du da am Fernseher sehen konntest? Die können es ja. Das ist ja das Schlimme, ist ja, sie können es. Und wenn sie es dann nicht abrufen und dann gegen Mainz, gegen Freiburg, Augsburg, das ist eben nicht Barcelona oder so. Also da musst du das Ding klar machen. Und da haben wir auch in der letzten Saison, wir verlieren ja die Kleinspiele. Ja, da lassen wir die Punkte.
Gegen Leipzig gewinnen wir wieder, Bayern machen wir auch ein anständiges Spiel, aber dann gegen die Kleinen, das ist einfach scheiße. Und mittlerweile hat sich das, glaube ich, in der Liga auch rumgesprochen, dass wir echt ein guter Aufbaugegner sind für so Leute, die unteren Tabellen, zum Beispiel Köln, rumkrebsen. Und das darf nicht sein. Die Leute müssen Angst haben. Ja, also, und wenn du das nicht hast, dann musst du so viel Selbstbewusstsein sagen, dass du sagst, ich will das Ding machen. Und deswegen glaube ich auch Haaland, bin ich ein großer Fan, weil der ist ja wie ein Streber in der Schule. Die werden ja alle besser, wenn der auf den Platz kommt. Da denke ich, scheiße, jetzt kommt er wieder, ich muss mir auch Mühe geben, weißt du? Und diese Energie, die ich eben, brauche ich dir nicht zu sagen, übertragen. Ne? Deswegen müssen die einfach, und den Erfolg, dafür sind das Profis genug, den Erfolg musst du dir erzwingen, wenn er nicht kommt. Wenn es immer super läuft, dann ist es leicht, dann brauchst du auch keinen Trainer. Weißt du, da können wir uns anstellen. Aber wenn es nicht gut läuft, dann bist du ja gefordert und dann müssen sie Charakter zeigen. Und wie jetzt Kevin gesagt hat nach dem Spiel, da muss auch mal einer liegen, weißt du? Also, dass man einfach mit Herzblut rangeht und einfach auch weiß, egal aus welchem Land man kommt, egal wie lange man bei Dortmund ist, da muss man sich zerfleddern für das Spiel, weißt du? Was glaubst du, was wird das morgen für ein Spiel? Was sagt dein Gefühl? Also, ich kann nur genau hoffen, dass das im Bewusstsein ist, auch hier, weil wir wollten ja eine Wende schaffen, die ist nicht gelungen gegen Sevilla, sondern es war ein Ansatz, aber ich kann mich auch unter Klopp an Saisons erinnern, wo wir Champions League top waren und in der Liga beinahe abgestiegen. Ja, ich weiß. Genau, und dieses besondere Spiel, wenn man das so angeht, auch psychologisch, da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, das ist ein Endspiel. Es ist immer ein Endspiel. Das heißt, alle, die können ihre beschissene Saison retten mit diesem Kackspiel, egal ob die absteigen oder nicht, das werden wir uns immer aufs Brot schmieren. Ja, und das muss man verinnerlichen, zu sagen, jetzt diesen Schwung oder die Souveränität der ersten Halbzeit mitnehmen in die Bundesliga. Jetzt sind die Blauen Letzter und wenn es echt doof läuft, kann das letzte Derby sein für ein Jahr, vielleicht aber auch mehr. Irgendwie eine komische Vorstellung, finde ich. Wie siehst du das? Es ist ja nicht so, dass wir jetzt den Blauen den Genickschuss versetzen, sondern wir sind ja selber, haben es ja selber in der Hand über ganz viele Spiele. Das ist jetzt, weiß ich nicht, letzter Spieltag oder so, sondern die stehen auf der Kippe, sondern das sind die selber verbeutelt. Und deswegen kann auch keiner böse sein, wenn wir die halt mit 5-0 vom Platz schicken und dabei aber noch 28 Lattenschüsse verballern. So wird das nämlich kommen. Also eine Genugtuung ist das nicht, weil wenn es ein Pokal wäre und wir haben Endspiele und fegen die vom Platz, das kann man sagen, haben wir gut gemacht. Aber so, sind wir einer von vielen und können nochmal zeigen. Aber es ist trotzdem ein komisches Derby. Es ist nicht auf Augenhöhe. Das finde ich schon komisch. Und das macht mir so ein bisschen Bammel, weil egal wie die spielen, die haben mehr zu gewinnen. Ja. Ne, du siehst ja. Das ist so. Vielen Dank schon mal und jetzt kommen wir zum Zweikampf, hatten wir noch nie, ne? Wir beide. Wotan gegen Nobby. Letzte Woche hat Ovo gegen Axel Witsel antreten müssen. Ovo hat 3:0 gewonnen. 2 Vorhersagen stimmten, nämlich ein Tor von Erling Haaland und die starke Zweikampfquote von Jude Bellingham. Neuer Spielstand, die Gäste 32, Gastgeber 48. Wotan, du merkst, die Gäste brauchen dringend Punkte. Und hier ist auch schon die neue Spielwand. Und ich bin mal gespannt, was der Wotan als erstes nimmt. Gut, dann nehme ich aufgrund der letzten Wochen Vorkommnisse, der VAR streicht ein Derby-Tor. Okay, also ich mache es mir jetzt erstmal einfach, auch wenn es nur 2 Punkte gibt. Derby-Sieger? Das habe ich mir geschenkt, überlassen. Ja, du bist einfach ein langjähriger Freund. Du bist einfach ein guter Mensch. Der Erste bis an diesem Wochenende, der sagen kann, Derby-Sieger. Und wir kommen alle nach dir. Top. Jetzt bist du dran, wieder? Dann nehme ich auch mal jetzt mal einen Punkt. BVB gewinnt bei Zweikämpfe. Okay. Würde ich mir wünschen. Zahlenspiele 3, da glaube ich jetzt noch nicht dran. Ich glaube aber, dass Edin 5-mal auswechseln wird. Mhm. 3-mal Haaland oder was? Okay, dann nehme ich Vorkommnisse. Darf ich Vorkommnisse nochmal sagen? Ja, klar.
Achso, BVB-Lattentreffer. Ja, das ist ja auch eine relativ sichere Sache, das stimmt. Also gut, dann nehme ich mal was ganz Außergewöhnliches. Der BVB verwandelt einen Strafstoß. Mega. Zum Schluss noch eine Frage, wo dann nach dem Derby geht ruckzuck weiter. 12 Spiele sind in der Bundesliga noch zu spielen. Wir sind im Achtelfinale der Champions League, wir sind noch im DFB-Pokal. Was traust du der Mannschaft dieses Jahr zu? Wo landen wir am Ende und wie weit kommen wir? Also wir haben uns dann pokalmäßig auch nicht mit Ruhm gekleckert, aber der Weg ist frei, sagen wir so. Ne? Also der Weg ging immer nur um die Bauern rum. Jetzt sind die raus, da sind noch ein paar im Topf, die man aber auch schon geschlagen hat und schlagen kann. Also der Pokal ist der leichteste Weg, ne? Weil in der Liga ist jetzt echt eng geworden. Das ist richtig eng geworden da im Mittelfeld. Also da können wir froh sein, wenn wir auf 2, auf 3, auf 4 rücken, muss man mal sagen. Am Schluss ist einfach so. Ich würde sagen, Pokal sollten wir uns richtig doll vornehmen. Das ist zwar da geht es nicht um Kohle, aber den haben wir mal wieder was in den Schrank stellen, bin ich dabei. Und mal schön durch die Stadt fahren, macht natürlich auch immer Spaß. Alles klar. Wotan, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, Nobby. Und ganz kurz noch, ich bin trotzdem froh, dass Hünteler nicht dabei ist, weil der hat uns immer nicht gut getan, ne? Auf der anderen Seite, weiß Bescheid. Ja, ne? Alles klar. Du bist dabei, du schaust. Danke, Wotan. Bis hoffentlich bald und ich drücke dir auch die Daumen, dass du morgen ein Derby-Sieger bist. Alles klar. Ich küsse dir deine Augen und schönen Gruß ins Stadion. Mach's gut. Tschüss. Nur der BVB. Nur der BVB.